Anfang 2019 hat uns der gemeinsame Bundesausschuss beauftragt, Konzepte zur Generierung versorgungsnaher Daten für die Nutzenbewertung von Arzneimitteln zu erarbeiten. Anlass war damals das laufende Gesetzgebungsverfahren zur Arzneimittelversorgung, und zwar zur Verbesserung der Sicherheit der Arzneimittelversorgung. In diesem Gesetzgebungsverfahren sollte auch die anwendungsbegleitende Datenerhebung etabliert werden. Und dem GBA und auch uns war damals wichtig, dass der Auftrag, den wir erhalten haben, sich nicht nur auf diesen engen Rahmen der anwendungsbegleitenden Datenerhebung bezogen hat, sondern ganz allgemein das Thema betrachtet hat. Denn zu der damaligen Zeit war unabhängig vom Gesetzgebungsverfahren das Thema sogenannter Real-World-Daten in aller Munde, unter anderem eben auch, weil das im Zulassungsbereich eine zunehmende Bedeutung bekommen hat. Innerhalb der Zulassung gab es zwar einige Ernüchterung in den vergangenen Jahren, was die Möglichkeiten und Qualität der entsprechenden Auswertungen angeht, aber das wusste man damals noch nicht. Wir haben dann eben diesen Auftrag ab dem Jahr 2019 bearbeitet, was relativ anstrengend und herausfordernd war, und zwar deswegen, weil es ein ganz neuer Themenkomplex war und weil es natürlich auch zeitlich enge Fristen gab, denn der gemeinsame Bundesausschuss wollte diesen Bericht ja nutzen, um dann die anwendungsbegleitende Datenerhebung umzusetzen. Ein solches Projekt zu einem ganz neuen Themenfeld schweißt allerdings auch intern zusammen, und wir haben hier in großer gemeinsamer Anstrengung das dann auch zeitgerecht hinbekommen. Neben dieser positiven internen Erfahrung haben wir aber auch sehr viel externe gute Erfahrungen gemacht. Gerade der Kontakt mit den Registerbetreibenden, mit den Methodikern und Methodikerinnen, die sich in diesem Thema sehr stark engagieren, war für uns und auch für mich persönlich ganz wertvoll. Daraus sind auch viele Kontakte entstanden, die bis heute auch noch bestehen, mit Registerbetreibenden, mit Zuständigen im Bereich der Krebsregister und auch mit Methodikerinnen. Was das gemeinsame Ziel war, das haben wir in den Gesprächen gemerkt und auch in den nachfolgenden Kooperationen, dass wir alle wollten, möglichst gute Evidenz mit versorgungsnahen Daten zu erhalten und zu beschreiben, wie dies auch machbar ist, ohne die Qualität der entsprechenden Evidenz zu gefährden. Und das war eine ganz positive Erfahrung, dass es dieses gemeinsame Ziel gab. Wir haben innerhalb dieser Kooperation auch mehrere Publikationen auf nationaler wie auf internationaler Ebene erstellt. Und ein ganz wichtiger Punkt, insbesondere auf nationaler Ebene, den wir dabei erreicht haben, ist aus meiner Sicht, dass wir diesen Begriff Real-World-Data fallen gelassen haben. Also wir von versorgungsnahen Daten sprechen. Warum ist das so wichtig? Dieser Begriff der Real-World-Data wird auch teilweise heute noch, aber immer weniger, als ein Gegensatzbegriff zu interventionellen, unter anderem auch randomisierten Studien genutzt. Was aber schlicht falsch ist, denn es gibt viele Beispiele, wo auf Basis versorgungsnaher Daten eben auch zum Beispiel registerbasierte randomisierte Studien durchgeführt werden. In Schweden ist das schon länger Tradition. Und dabei hat natürlich auch ganz wesentlich geholfen die Erfahrung in der Pandemie, in der in Großbritannien eine plattformrandomisierte Studie innerhalb der Versorgung aufgesetzt wurde, wo also die bestehende Datenerhebung genutzt wurde. Und diese Studie hat ganz wesentliche Erkenntnisse für die Arzneimittelbehandlung bei Covid-19-Infektionen erbracht. In den vergangenen Jahren haben wir dann natürlich auch uns im Bereich der anwendungsbegleitenden Datenerhebung im Auftrag des gemeinsamen Bundesausschusses engagiert. Wir haben dadurch einen deutlichen Kompetenzzuwachs im Bereich der Studienplanung erhalten, im Gegensatz eben auch zur alleinigen Studienbewertung. Das ist für mich ein ganz wesentlicher Punkt auch für die Entwicklung der Institution. Was wir allerdings auch gesehen haben, ist, dass selbst in Situationen, in denen alle Beteiligten gerne eine randomisierte anwendungsbegleitende Datenerhebung gemacht hätten, das aufgrund der Einschränkung im Gesetz nicht möglich war. Und das wäre auf jeden Fall sinnvoll, wenn hier das Gesetz eine entsprechende Erweiterung bekäme. In Zukunft werden wir uns weiterhin im Bereich der interventionellen Studien, Studienplanung mit versorgungsnahen Daten engagieren, denn aus meiner Sicht ist das der einzige Weg, wie wir zukünftig in Breite, das heißt über verschiedene Themen, über verschiedene Anwendungsgebiete hinweg, gute Evidenz schaffen können. Wir müssen sehen, dass wir mit vorhandenen Forschungsinfrastrukturen entsprechende hochwertige Studien aufsetzen können. Das wird nicht immer randomisiert sein.
Das wird auch manchmal nicht randomisiert sein. Wichtig ist aber dabei eben immer, den Aufwand möglichst gering zu halten, ohne die Qualität zu gefährden. Und das wird nur mit stehenden Infrastrukturen gehen, die in die Versorgung integriert sind. Wichtig ist dabei auch der Wille zum Erkenntnisgewinn durch Forschung innerhalb der Versorgung. Dieser Erkenntnisgewinn kann dann dazu beitragen, die Versorgung der Patientinnen und Patienten zu verbessern. Und umso wichtiger ist es, diesen Forschungswillen innerhalb der Versorgung zu verankern.